Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video häkeln wir diese lustigen Sorgenwürmchen. Die häkeln wir auch an einem Stück und die Augen sind einfach nur raufgeklebt. Das zeige ich euch nachher. Und die Zunge oder Haare, das ist euch überlassen. Das ist super einfach nur rangeknotet. Und ich zeige euch jetzt, wie das geht. Das ist wirklich schnell gemacht und auch super für Reste geeignet. Und wir fangen direkt auch an. Ihr nehmt euch die Wolle eurer Wahl. Ich häkel mit einer 2,5 mm Häkelnadel. Wir fangen an mit einem magischen Ring. Dafür legen wir uns die Wolle zweimal um den Finger. Nehmen die Häkelnadel, gehen hier vorne rein, holen den hinteren Faden raus, holen den Faden und ziehen hier einmal durch. Somit ist der magische Ring soweit fertig. Und hier häkeln wir jetzt 6 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Wir haben jetzt 6 feste Maschen in unseren magischen Ring gehäkelt, ziehen das kurze Stück hier zu. Dann drehen wir das Ganze und fangen direkt an, hier in die nächste Masche rein zu häkeln. Und zwar häkeln wir jetzt immer 2 feste Maschen in eine Masche und verdoppeln so gesehen die zweite Reihe. Dann in die nächste Masche 2 feste Maschen. Das war jetzt Nummer 4, 5 und 6. Sieben und 8, 9 und 10 und 11 und 12. Somit sind wir auch mit der zweiten Reihe fertig. Jetzt machen wir uns einen Maschenmarkierer ran. Und in der dritten Reihe verdoppeln wir jede zweite Masche. Also in die erste rein, eine feste Masche und in die zweite Masche machen wir 2 feste Maschen. Und das jetzt abwechselnd, eine feste Masche und in die nächste 2 feste Maschen. Und das bis zum Ende der Reihe. Am Ende angekommen haben wir in der letzten Masche 2 festen Maschen, packen unseren Maschenmarkierer nach oben und in der vierten Reihe häkeln wir jetzt jede dritte doppelt. Das heißt, eine feste Masche in die erste, in die nächste nur eine feste Masche und in die dritte häkeln wir 2 feste Maschen rein. 1 und 2, dann wieder eine feste Masche, in die nächste auch nur eine feste Masche und so gesehen in die dritte wieder 2 feste Maschen und das machen wir jetzt bis zum Ende der Reihe. Jede dritte verdoppeln, ansonsten 2 einzelne feste Maschen.
Am Ende angekommen, beenden wir diese Runde wieder mit 2 festen Maschen in einer Masche. Der Kopf so gesehen ist jetzt auch schon fertig. Maschenmarkierer kann raus. Und jetzt häkeln wir direkt weiter, und zwar eine Luftmaschenkette mit 35 Stück. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 und 30, 31, 32, 33, 34 und 35. So sieht es jetzt aus, und eine Luftmaschenkette mit 35 Stück. Jetzt werden wir einmalig die ersten beiden Maschen am Anfang hier überspringen. Also wir nehmen uns den Faden auf die Häkelnadel, überspringen die ersten 2 Maschen, gehen in die dritte rein, holen den Faden von hinten nach vorne raus, holen den Faden durch die ersten beiden Schlaufen, holen den Faden durch die anderen beiden Schlaufen. Das ist unser Stäbchen, und dieses Stäbchen machen wir jetzt immer 3-mal in jede Masche, und ab jetzt überspringen wir auch keine Masche mehr. Direkt hier in die nächste machen wir wieder ein Stäbchen bzw. 3. Das ist immer ganz dicht beieinander, die Maschen. Und wieder 3 Stäbchen, und dann wird sich das von alleine auch schon eindrehen. Und wieder Faden holen, in die nächste Masche, 3 Stäbchen, und das machen wir, bis wir oben angekommen sind. Und dann mache ich auch noch die Zunge mit euch gemeinsam und auch die Haare. Das zeige ich euch dann gleich. Am Ende angekommen, gehen wir jetzt einmal hier so mittig unten am Kopf hier rein, holen den Faden raus und machen eine Kettmasche. Dann können wir den Faden schon mal abschneiden. Hier einmal rausziehen. So sieht es jetzt aus. Und den unteren Faden, den wir jetzt gerade abgeschnitten haben, den wickele ich hier einmal um diesen Wurm hier rum. Ihr könnt es natürlich auch vernähen, wenn ihr möchtet. So. Dann nochmal schön eindrehen, wie man das auch möchte. Und das sind hier die Augen, die ich habe. Die gibt es eigentlich fast überall zu kaufen. Also hier waren 100 Stück drin für 1 Euro. Ich vernähe erstmal dieses hintere Stück hier nochmal. Da gehe ich einfach 1-2 Mal hin und her. Und auch hier hinten durch eine Schlaufe durch, damit es fester ist. So, und dann können wir das abschneiden. Die Augen klebe ich schon mal drauf. So, und jetzt brauchen wir den roten Faden und legen die Wolle auf unsere Häkelnadel, drehen es einmal, ziehen einmal durch und ziehen fest. Und wir häkeln jetzt Luftmaschen 1, 2, 3 und 4. Dann gehen wir direkt in die nächste rein und häkeln eine feste Masche und in die nächsten beiden auch. Und dann sind wir auch schon fertig mit der Zunge.
So. Am Ende habe ich noch eine Luftmasche gemacht. Schneide den Faden ab, ziehe es raus. Und jetzt werde ich jeden einzeln einmal hier durchziehen und hinten einfach zusammenknoten. Eine super einfache und schnelle Variante und sieht mega süß aus, finde ich. Ich habe jetzt beide Schlaufen einfach hier durchgezogen und verknote das hinten. Und für die Haare könnt ihr auch super eure Reste benutzen, weil da braucht ihr nur so ein kleines Stück und das zieht ihr einfach hier oben durch und macht einen Knoten rein. Ich finde, sie sind super einfach und schnell gemacht und sehen so lustig aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und die ganzen anderen Glückswürmchen findet ihr auch unter dem Video. Wir haben ganz viele verschiedene gemacht und dann sehen wir uns die Tage auch schon bei einem neuen Video. Viel Spaß beim Nachhäkeln und bis dahin!